Ich will euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal vor einer langen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Anakin Skywalker. Es war die Zeit, Darf ich dir Obi-Wan Kenobi vorstellen? in der aus Gut böse wurde. Das ist alles Obi-Wans Schuld. Nein! Du warst mein Bruder, Anakin! Ich habe dich geliebt! Anakin ist tot. Ich bin, was geblieben ist. Doch das Gute hinterließ Spuren. Wie ist mein Vater gestorben? Ein junger Jedi namens Darth Vader. Von ihm wurde dein Vater verraten und ermordet. Und der Titel der Geschichte lautet Star Wars. Ein Franchise, welcher die Kindheit von Generationen geprägt hat. Kann ich das haben? Klar doch. Ein Franchise, dessen Fans unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ein Franchise, oder eher eine Galaxie, die ihren Ursprung in der Kreativität eines einzelnen Mannes findet. George Lucas. Der Mann, der Mythos, die Legende. Making a film is like buying lumber or cutting down trees and making wood out of it. But I've always been sort of at the limit of what is possible in terms of storytelling. Again, it's like poetry. It's sort of they rhyme. Every stanza kind of rhymes with the last one. Hopefully it'll work. Wurde tatsächlich am 14. Mai 1944 in Kalifornien geboren und hatte wie jedes Kind einen Traum. Irgendwann werde ich Profi-Drahteselfahrer. Doch die Jahre vergingen und George wurde älter. Er konnte gut hören. Schließlich landete er auf dem Modesto Junior College, wo er Anthropologie, Literatur und Soziologie studierte. Eigentlich will ich gar nicht hier sein. Doch ein Traum konnte ihm auch 20 Jahre später keiner nehmen. Irgendwann werde ich Profi-Drahteselfahrer. Außer ein Baum, der seine Leidenschaft für den Rennsport beim fatalen Autounfall kurzerhand beendete. Fuck! Dachte er sich wahrscheinlich mindestens einmal. Jedoch wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche Türen ihm dieser Unfall noch öffnen würde. Er fang nämlich an, Filme cool zu finden, schrieb sich auf der USC ein University of Southern California. und veröffentlichte kurz darauf seinen ersten Kurzfilm THX 1138 4EB. Möchte dein Film mit meinem Sohn spielen? Dieser gefiel nicht nur seinen Mitschülern, sondern auch Warner Bros. Woraufhin gerade einmal 4 Jahre später THX 1138 Ohne das 4EB. Ich hab's! erschien. Jedoch war George immer noch nicht reich. Also musste eine Lösung her. American Graffiti erschien 1973 und schlug ein wie eine Bombe. Das Geld war jetzt also da. George hatte eine Vision, aber keiner wollte ihn. Außer mit dem nötigen Geld und 20th Century Fox im Rücken begann George schließlich das Drehbuch für The Star Wars zu schreiben. Nein, ehrlich. Zu dem Zeitpunkt sollte der erste Film einfach The Star Wars heißen. Danach sollte er Adventures of the Starkiller Episode 1 The Star Wars heißen, da Luke Skywalker ursprünglich Luke Starkiller heißen sollte. Dann The Journal of the Whills und schlussendlich eben Star Wars, A New Hope. Achso, Harrison Ford als Han Solo war ebenfalls nicht die erste Wahl. Vor ihm auf der Liste standen Schauspieler wie Al Pacino und Sylvester Stallone. Star Wars, A New Hope erschien 1977 in den Kinos und war der damaligen Zeit weit voraus. Die visuellen Effekte, Thousands of hours are devoted to collecting all the elements necessary for the final sequence. hätten kreativer und fortgeschrittener nicht sein können. Die Geschichte, Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Was ist das? Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Seit Ewigkeiten. Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um sie zu retten. Sie sind wer? Luke, vertraue mir. Du hast den Zielcomputer ausgeschaltet. Was ist los? Die Macht ist wirksam bei diesem Mann. sprach ein Publikum ohne Altersbegrenzung an. Und das Sounddesign, I recorded that motor hum. This is the projector motor hum. And swinging the microphone around in front of the speaker produces a Doppler effect. war so gut,
dass George Lucas nach der Veröffentlichung eigenständig durch die Kinos Amerikas reiste, um sein Soundsystem in den jeweiligen Kinos zu installieren. Und glaubt mir, ihr kennt alle das Soundsystem von George Lucas, sei es durch Sticker auf euren Gaming-Laptops oder das ikonische THX-Intro. Und nachdem wir eben geklärt hatten, wie Georges erster Kurzfilm hieß, wissen wir jetzt auch, woher der Name stammt. Allerdings müssen wir, um mit der Geschichte fortzufahren, in die damalige Zeit eintauchen. Willkommen zu einer Zeitreise. Eine Zeitreise durch unsere Geschichte mit Star Wars. Wir schreiben das Jahr 1977. Ich war noch nicht geboren, du vielleicht schon. Ich bin dein Vater. Ach so. Überall läuft laute Musik, die auch noch im nächsten Jahrzehnt cool sein wird. Alle Menschen sehen aus wie Disco-Kugeln. Und du kommst gerade aus Star Wars, A New Hope. Oder auf Deutsch, Krieg der Sterne. Du wirst schnell gemerkt haben, dass die Welt nach diesem Film nicht mehr dieselbe war. Spielzeuggeschäfte, die zuvor G.I. Joe-Figuren und Plastiksoldaten angeboten haben, glänzten plötzlich mit Actionfiguren der Marke Kenner. In the modern world, success can't be confined to one medium. Naja, sie glänzten eher mit Pappaufstellern. Denn die Nachfrage nach dem Release von Star Wars war so hoch, dass Kenner dieser nicht nachkommen konnte. Sie verkauften lediglich Pappaufsteller, auf denen Kinder dann einen Zettel mit ihrer gewünschten Figur ausfüllen und zurückschicken konnten. It spills over into every area of our lives. Das Ganze nannte sich das Early Bird Certificate und war aus heutiger Sicht die Geburt der Pre-Orders. Nach den genannten Anlaufschwierigkeiten und nachdem die Kinder 1977 mit Freude ein Was könnte das sein? Pappaufsteller unterm Weihnachtsbaum öffneten, lief die Produktion allmählich an. Es erschienen Raumschiffe, Figuren, Klamotten und Barbie-Puppen. Das ist eine Actionfigur. Gerade einmal ein Jahr später erschien dann der nächste Blockbuster. We celebrate a day of peace, a day of harmony. Was zum Scheiß? The Star Wars Holiday Special Wurde ursprünglich mit guten Absichten dazu entwickelt, die lange Wartezeit bis zum nächsten Film zu überbrücken, war jedoch Come on, Marla, let's see a little smile. Ein bisschen We can have a good time. Can't we? eigen. Aber hey, ein gewisser Boba Fett hatte dort seinen Erstauftritt, I am Boba Fett. wodurch Ken eine neue Figur kreieren konnte. Erstmalig sogar mit einer schießbaren Rakete am Rücken. Nein? Zu gefährlich? And now Boba Fett, Star Wars villain with his laser rifle. Dann hoffen wir mal, dass keine Prototypen davon existierten und Sammler diese in die Hände bekommen haben. Doch das haben wir. The figure just sold at auction for an unbelievable $1.34 million. Es folgten weitere Merchandise-Artikel. A Star Wars lightsaber, new from Kenner. Burger King konnte die erste Kooperation abstauben, wodurch es plötzlich Gläser zum Whopper gab. Und gerade einmal 2 Jahre später, um genau zu sein 1980, erschien Star Wars. Das Imperium schlägt zurück. Moin, Bursche. Hi? Und das Imperium schlug zurück. Hey, Offizier! Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Ach, Sir. Wissen Sie, wo Commander Skywalker ist? Luke, du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein. Der Sohn des Skywalker darf nicht zu einem Jedi werden. Yoda, tue es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuch. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Ich liebe dich. Ich weiß. Aber noch bist du kein Jedi. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Luke, ich bin dein Vater. Luke, ich bin dein Vater? So haben viele Fans die ikonische Szene in Erinnerung. Jedoch handelt es sich hierbei um einen der größten Mandela-Effekte im Star Wars-Universum. Denn Darth Vader sagte lediglich: Nein, ich bin dein Vater. Und ja, der Mandela-Effekt ist ein Phänomen für sich. Es gibt unzählige Beispiele aus den verschiedensten Bereichen, bei denen wir uns an Dinge anders erinnern, als sie tatsächlich waren. Seinen Namen verdankt dieser Effekt dem Missverständnis, dass Nelson Mandela in den 80ern gestorben sei, wobei er tatsächlich bis 2013 lebte. Ich schwöre, so stand's im Englischbuch.
Aber wir driften ab. Denn das Imperium schlägt zurück ist weitaus mehr als nur ein Beispiel für eine kollektive Erinnerungsverzerrung. Denn George Lucas setzte mit diesem Film erneut neue Maßstäbe in der Filmindustrie. Die Schlacht auf Hoth wirkte damals so real. Echostation 5-7, wir sind auf dem Weg. Und das lag nicht nur in den sich per Stop-Motion bewegenden Miniaturmodellen. It took 9 months to design and build these models. That was then photographed one frame at a time through a process known as stop-motion photography. Eine Elefantenstudie als Inspiration für die Bewegung der AT-ATs. The animators shot motion studies of animals in order to perfect the movements of their models. Oder den perfekt gezeichneten Mad Paintings. Die Außenaufnahmen wurden tatsächlich in Norwegen unter extremen Wetterbedingungen gedreht. Doch anstatt die Dreharbeiten zu verschieben, nutzte die Crew das Wetter zu ihrem Vorteil. Darunter leiden musste einzig und allein Mark Hamill, aka Luke Skywalker. Lasst mich bitte rein! Denn diese Szenen wurden ungelogen aus dem Hotelfenster gefilmt, um den Schneesturm noch intensiver wirken zu lassen. Keine Ahnung, wer diese Ausrede erfunden hat, aber ich bin mir sicher, ihm war nicht kalt. Das war jedoch nicht die einzige Herausforderung. Denn Yoda sollte ursprünglich von einem kostümierten Affen gespielt werden. Und der sah nicht so süß aus wie dieser Affe, sondern so. Aber apropos Yoda, ihn gab es im selben Jahr ebenfalls, erstmalig als Actionfigur. Was macht das Kamerateam hier? Toy stores are stocking up on all those Star Wars toys kids bought just a few years ago. Natürlich nicht nur ihn, sondern auch viele, viele weitere Figuren der Marke Kenner. And LeBoy adds, the folks who make all those toys have come out with a new line of Star Wars characters to make your collection complete. People are really excited about them, and so are we. And Hollywood says, don't be surprised that if in the not-too-distant future, you'll be bombarded with still another sequel to Star Wars. Another sequel to Star Wars. Another sequel to Star Wars. Another sequel to... Wir schreiben das Jahr 1982. Und in einer gar nicht allzu weit entfernten Galaxis gründen 2 schlaue Köpfe ein Unternehmen. Ein Unternehmen, das unzählige kreative Möglichkeiten geschaffen hat. Ein Name, der sein Konzept immer weiter perfektioniert. Und ein Partner, auf den ich nicht stolzer sein könnte, ihn hier zu repräsentieren. Was war das? Adobe. Sah zwar damals so aus, sieht aber heute so aus. Und lasst mich euch eins sagen, es lohnt sich, egal wann, kreativ mit Adobe zu sein. Denn es ist leichter als je zuvor. Egal ob Anfänger oder Pro. Das neue, überarbeitete Eigenschaften-Panel Jarvis, öffne Eigenschaften. Gibt dir alle Werkzeuge an die Hand, die du brauchst, um alles zu kreieren, was du in diesem Video gerade siehst. Der Sternzerstörer nähert sich der Erde, ist dank des Eigenschaften-Panels in Kürze animiert. Ein Clip ist angenehmer mit hervorstechenden Untertiteln, auch das liest sich dank des Eigenschaften-Panels im Nu besser. Die Hintergrundgeräusche sind zu laut. Das neue Eigenschaften-Panel erkennt den Medientyp und bietet dir genau die richtigen Einstellungen. Es ist echt nicht so schwer, wie es aussieht. Und, oh, die Hintergrundmusik ist zu Ende. Kein Ding. Aber auch dafür hast du in Premiere Pro eine Lösung. In diesem Falle das Remix-Tool, welches Hintergrundmusik nahtlos ineinander überblenden oder auch verlängern kann. Zum Schluss noch ein persönliches Appell an euch. Fangt an, kreativ zu sein. Ich habe mit all dem auch irgendwann im Kinderzimmer angefangen und mir unwissentlich Wissen angeeignet, das mir heute keiner mehr nehmen kann. Adobe war immer an meiner Seite. Und mein jüngeres Ich wäre stolz auf diese Zusammenarbeit. Wir schreiben das Jahr 1983. Und Star Wars, die Rückkehr der Jedi, erscheint als vorläufiges Ende der sogenannten Originaltrilogie von George Lucas. Eine lange Reise führt ihn an diesen finalen Punkt. Die Fans waren gehypt als je zuvor. Die Kinos ausverkauft. Der Merchmarkt am Boom. At the end of the beeline are the new Return of the Jedi toys. Und das Erlebnis zur damaligen Zeit einzigartig. Sag mir, Yoda, ist Darth Vader mein Vater? Dein Vater, er ist... Aber es steckt noch Gutes in ihm. Er ist eine Maschine und kein Mensch mehr. Ich habe es akzeptiert, dass du einmal Anakin Skywalker warst, mein Vater. Dieser Name ist inzwischen bedeutungslos. Lass deine Aggressionen freien Lauf, Mike. Meine Freunde sind da unten. Die haben den Schutzschild rechtzeitig deaktiviert. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Du hast dich nicht in mir geirrt, mein Sohn.
Und das war Die Rückkehr der Jedi. Ein Film, nach dem die Welt erstmalig Star Wars stand. Jedoch sollten wir uns zum Ende der Trilogie fragen, was hat Star Wars bereits zu diesem Zeitpunkt so besonders? Darth Vader hat das Versteck des Millennium Falcon entdeckt. Unaufhaltsam nähert er sich Luke Skywalker und seinen treuen Freunden. Wie wird dieses aufregende Abenteuer für unseren Helden ausgehen? Das kann jeder selbst entscheiden. Vielleicht war es die Zeit, in der weder Internet noch Social Media existierte und du Spoilern gezielt ausweichen konntest, indem du Schulhöfe, Spielplätze oder Videotheken miedest. Vielleicht waren es aber auch genau diese Videotheken und damit eingehend die überteuerten Super 8-Filme, welche sehr beliebt waren. Vor langer Zeit begann in einer weit entfernten Galaxis ein fantastisches Abenteuer. Star Wars. Und heutzutage mit einem Best-of vom jeweiligen Film verglichen werden können. Oder waren es die Halloween-Partys, auf denen plötzlich sämtliche Star Wars-Charaktere aufgetaucht sind, die die Filme zuvor vermutlich mehrmals im Kino sehen mussten, um solch ein akkurates Kostüm nachzubauen. Oder waren es die kreativen Möglichkeiten, durch die die Kinder der 80er in Kombination von Merchandise und Kreativität ihr eigenes Star Wars kreieren konnten? Such dir einen Schauplatz aus. Vielleicht war es aber auch schlussendlich der Kern von Star Wars und die dahinterliegenden Parallelen zu unserer Welt. Eine Geschichte, welche sich an dem simplen Konzept der Heldenreise orientiert und einen einfachen Jungen begleitet, der zum Held einer Galaxie wird. Ich bin ein Jedi. War leicht zugänglich und der Traum jedes Kindes. Genau wie mein Vater vor mir. Kampfszenen, die zwar so fiktiv wirkten, aber dennoch klare Inspiration aus dem Zweiten Weltkrieg hatten. First film we took stock footage from old documentary footage from World War II, air battles and things, and cut that together. I cut that together before I even started the special effects. Und somit ebenfalls unfiktiver waren, als man es vermutlich wahrgenommen hatte. Oder eben die Macht. Ein Konzept, das wir auch in unserer Welt mit Schicksal, Glaube und innerer Stärke assoziieren können. Ihr seht schon. Viele Fantasy-Attribute sind schlussendlich doch näher an der Realität, als man vielleicht annimmt. Doch das eigentliche Geheimnis war die Möglichkeit, selbst Teil dieses Universums zu werden. Star Wars schuf mit den eben genannten Parallelen klare Regeln für sein Worldbuilding und ließ gleichzeitig genug Freiraum, damit die Fans ihre eigenen Geschichten darin fantasieren konnten. Es war wie ein leeres Bild, auf dem Star Wars selbst nur einen kleinen Teil ausfüllte und den Fans den Raum ließ, den Rest mit ihrer eigenen Fantasie zu gestalten. Doch wie ging es nach dem Ende der Originaltrilogie weiter? In den folgenden Jahren erschienen unzählige Comics, die epische Geschichten im Expanded Universe erzählten. In Legends, Luke turned to the dark side, becoming the apprentice of Emperor Palpatine. Merch und noch mehr Merch. Irgendwann gab es wirklich alles in einer Star Wars Version. Was zum Scheiß? Eine Ewok- und Droiden-Serie und viele weitere Figuren und Raumschiffe der Marke Kenner. Wow. Allerdings wissen Kenner, dass Kenner 1991 von Hasbro übernommen wurde, wodurch in Zukunft eine neue Generation die Chance hatte, ähnliche Erinnerungen mit derselben Marke zu sammeln, jedoch unter einem anderen Namen. Die haben ja nicht mal Gelenke. Aber dazu später mehr. Ebenfalls begannen Videospiele, mehr an Aufmerksamkeit zu erlangen. Wenn du beispielsweise eine Atari besaßt, wurdest du überschüttet von Star Wars Videospielen. Wenn dem jedoch nicht so war, konntest du auch einfach rausgehen zum Spielen. Denn die Arcade-Hallen hatten in den frühen 90ern ihre Prime. Es gab so ziemlich zu jedem aktuellen Franchise Arcade-Spiele. Neben den Klassikern und den Promoständen von neuester Technologie gab es auch eine Handvoll Star Wars Arcade-Games. Jedoch ist mir ein Arcade-Game besonders in Erinnerung geblieben. If you will not fight, then you will meet your destiny. Star Wars Trilogy Arcade. Ich weiß nicht, ob es eine Story gab. Ich weiß nicht, wie die Steuerung funktionierte. Aber ich weiß, dass hinter dieser Tür Wampas standen. Ich weiß auch, dass man gegen Darth Vader und Boba Fett kämpfen konnte. Und ich weiß, dass dieses Arcade-Game auch noch ein Jahrzehnt später in den deutschen Kinos stand. Aber wir sind noch nicht im nächsten Jahrzehnt. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Sondern kurz davor. Dann hast du bereits verloren. Wir sollten nicht vergessen, dass die erste Generation von Star Wars-Fans inzwischen auch älter geworden ist. Vermutlich war jeder von ihnen im Kern immer noch ein großer Star Wars-Fan. Doch allmählich begann der Ernst des Lebens. Denn erst im Jahre 1999, 16 Jahre nach der Veröffentlichung von A New Hope, sollte Star Wars das nächste Mal die Kinoleinwand sehen. Menschen,
deren Kindheit von Star Wars begleitet wurde, standen nun selbst mit beiden Beinen im Leben. Sie hatten vermutlich Kinder oder würden in den nächsten Jahren Kinder bekommen, denen sie mit dieser Filmankündigung eine sichere Parallele zu ihrer eigenen Kindheit bieten konnten. Um was es genau geht? Das wusste diesmal jeder. Die Vorgeschichte zu all dem, was in der Originaltrilogie erwähnt wurde. Und dann war es endlich soweit. The Phantom Menace opens at midnight. Place in the Star Wars line started lining up over a month ago. All right, get out your lightsabers. You just may have noticed that Star Wars, the latest episode, opens nationally at midnight tonight. Offensichtliche Fans versammelten sich um die Kinos der Welt. It's grabbing history and maybe going with it and becoming part of it and giving a story to our children. Sie hatten Lichtschwerter, Kostüme und waren mehr als gehypt. Nichts sagen, Jungs. Bist du ein Sklave? Ich bin ein Mensch und mein Name ist Anakin. Er hat besondere Kräfte. Er kann Dinge sehen, bevor sie passieren. Deshalb hat man den Eindruck, dass er so schnelle Reflexe hat. Das ist eine Eigenschaft der Jedi. Nicht mal Meister Yoda hat einen so hohen Midi-Chlorian-Wert. Sei tapfer und blick nicht zurück. Er beherrschte die Künste der Jedi. Daraus kann ich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Es war... Dies ist Ventura, Darth Maul. Ein Lord der Sith. Das ist unmöglich. Die Siths sind seit einem Jahrtausend ausgestorben. Nicht zurück. Hey, da ist einer von uns am Haupthanger. Das ist genau wie Pop drin. Du wirst ein Jedi werden. Das verspreche ich dir. Es wirkte, als wäre der Film perfekt angekommen. It was amazing. It was everything I thought it was going to be and more. I like Darth Vader. Sogar Lester gab sein Urteil ab. A very good movie. Und er würde den Film empfehlen. I believe the kids are going to love it. It is worth every minute of it. We've waited 16 years for this moment. An unbiased opinion, how was the film? Die Antwort ist, die Gefühle waren gemischt. You didn't like it? No, I think I deserve a public apology from George Lucas. Viele Fans der ersten Generation hatten klare Kritik. Die CGI-Effekte wirkten für einige zu künstlich. Jar Jar Binks wurde als übermäßig albern empfunden. Mach das nicht nochmal. Und Anakin erschien vielen zu kindlich. Bist du ein Engel? Was? Doch das größte Problem der Kritik lag tiefer. Es ging um die Essenz der Geschichte selbst. Die Prequels, so bezeichnet man die Filme vor der Originaltrilogie, brachten Farbe in ein Bild, das bis dahin in den Köpfen der Fans allein durch Fantasie und Andeutung gezeichnet worden war. Über 1000 Generationen lang sind die Jedi-Ritter in der alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen. Und so banal es sich aus unserer Perspektive vielleicht anhören mag, störte es viele Fans, dass diese individuelle Fantasie nun ebenfalls ein klares Bild bekam. Was dabei jedoch nicht in Betracht gezogen wurde, ist, ich bin wieder da! Dass eine neue Generation diesen Film ebenfalls, als sie ihren ersten Star Wars Film sah. So ne Mann. Ich habe alles mitgefilmt. Viel Spaß. Anakin Skywalker. Darf ich dir Obi-Wan Kenobi vorstellen? Nein. Ja, und so oder so ähnlich könnte dein erstes Mal Star Wars ausgesehen haben. Es war nämlich damals nicht unüblich, Filme in einer extrem schlechten Qualität, inklusive Sitznachbar-Gespräch-Adlibs und silhouettenartigen Toilettengängern zu schauen. Du Penner machst meine Aufnahme kaputt. Aber wie nahmen wir die Kritik auf? Wir liebten die CGI-Effekte. The secret to film is that it's an illusion. Jar Jar Binks fanden wir lustig. We're pursuing the idea of doing the Jar Jar body on the set and the head in the digital. Und den Anakin hatten wir einen Helden, mit dem wir uns identifizieren konnten. Doch dann folgte die sogenannte Star Wars Merchandise-Invasion. Und um den Ursprung dieser zu verstehen, müssen wir einen Exkurs zu einem alten Freund machen. George Lucas? Der bin ich. Ups. Und verstehen, dass es bereits vor Episode 1 einen Merchandise-Deal gab, der durch ein Angebot seitens Hasbro plötzlich keine Limits mehr hatte. Plus 400 Millionen und wir dürfen alles machen. Wodurch in den kommenden Jahren auch wortwörtlich alles erschien. Zurück zu unserer Kindheit. Denn wenn du zu dieser Zeit ein Toys R Us betratst, war es nahezu unmöglich, die Star Wars Abteilung zu übersehen. Sie glühte förmlich. Dort angekommen gab es die Episode 1 Collection mit neuester Comtech-Technologie. Heißt, die Figuren enthielten einen Chip, der ein Zitat abspielte, wenn man ihn auf den Comtech-Reader legte. Separat erhältlich. Teleskopschlagstockartige Lichtschwerter. Nein, es waren die Kack-Steckschwerter. Die zwar cool, aber bei weitem nicht so cool wie die OG-Schwerter waren. Ich komme aus der Zukunft.
Fangbursche. Sammelkarten bzw. 2 Sammelkarten-Starter-Sets, die glaube ich nie über den Status Starter hinausgekommen sind. Und viele weitere Spielzeuge. Aber warte mal, durfte Hasbro jetzt nicht alles machen? Doch, durften sie. Weshalb auch außerhalb von Toys R Us alles erschien. Beim Einkaufen konntest du jetzt den Jar Jar Binks Pets Dispenser holen. Im Schreibwarenladen einen dieser 4-Jahreskalender, ebenfalls verfügbar in der Verlobungskalender-Edition. Bei Ikea den Darth Maul Sitzsack. Und im Kiosk schlussendlich den Jar Jar Binks Lutscher, den man eben... Yes, what every child wanted. Ihr seht schon, Hasbro nahm ihre $400 Millionen Lizenz wirklich ernst. Allerdings trat zu dieser Zeit ein weiterer Player ins Universum. Lego. Erhielt pünktlich zur Episode 1 von Star Wars seine Lizenz. Es hat mich gefreut, George Lucas. Wodurch die ersten Lego Star Wars Sets auf den Markt kamen. Sets wie den Landspeeder, den Snowspeeder oder viele weitere mit diesem Logo haben wir sicherlich alle schon mal auf Trödelmärkten gesehen oder damals zu irgendeinem Anlass geschenkt bekommen. Wir sind zwar schon relativ tief in die damalige Zeit eingetaucht, aber wir müssen noch tiefer. 2002 wiederholte sich die Geschichte dann. Mit Star Wars, Angriff der Klonkrieger, bekamen die Fans eine Erklärung für vieles. You think I'm still the little boy that you first met? When the truth is, I've changed. I'm grown up. Was Obi-Wan Kenobi knapp 2 Jahrzehnte zuvor in einem Nebensatz erwähnt hatte. Lasst mich euch diesen Film mit den Parallelen zum Gesehenen der ersten Generation zusammenfassen. Haben Sie die Klonkriege mitgemacht? Ja. Greift die Sternenschiffe der Föderation an, sofort! Ich war einmal ein Jedi-Ritter, genau wie dein Vater. Seit 10 Jahren habe ich sie nicht mehr gesehen. Annie? Er war der beste Raumpilot in der ganzen Galaxis. Hochziehen! Hochziehen! Listenreichen Trick. Jetzt hast du mich erlöst. Du bist nicht allmächtig, Das sollte ich aber sein. Es ist alles Obi-Wans Schuld. Anakin. Er ist eifersüchtig. Er lässt mich nicht weiterkommen. Bevor es dunkel wurde in der Welt. Vor dem Imperium. Jedoch war die Welt zum jetzigen Zeitpunkt noch hell. Lasst uns, damit wir die Struktur beibehalten, erstmal aufs Visuelle eingehen. Denn Star Wars, Angriff der Klonkrieger, war der erste Film der Reihe, der digital gefilmt wurde. There is a lot of controversy about the fact that we're shooting this digitally. People say, why am I doing it? The real question is, why not? Damit können nur die Filmenthusiasten was anfangen? Okay. Breaking wir es down. Bis hierhin wurden alle Star Wars Filme auf analogen Filmstreifen gedreht. Das bedeutet, dass jede Szene auf physischem Filmmaterial festgehalten wurde, das nach dem Dreh chemisch entwickelt werden musste. Viel Spaß beim Editen. Digitales Film hingegen funktioniert basically wie das Film über die heutigen Handys. Right now we can shoot on high def and 15 minutes after we shoot a 15-minute cassette, it's inside the computer. Du filmst, bekommst eine Datei und kannst diese direkt auf einer Festplatte speichern. Sound and picture on the same recording device. Sunk automatically for us to put in on the computers. It's all on this one thing. Was besonders in Bezug auf die Nachbearbeitung von zum Beispiel CGI-Effekten von Vorteil war. Und CGI-Effekte wurden in Episode 2 groß geschrieben. Every single frame, every single shot in the movie has a digital effect. Sehr groß sogar. Pretty much every set has blue screen, even if it's just out a window or something. It's everywhere. I think I've been on one set where there hasn't been any blue screen. Was die Fans der ersten Generation zwar kritisierten, uns aber nicht wirklich störte. Es sah einfach cool aus. In general, George doesn't limit his thinking to what he knows can be done with the technology. He always tries to set the bar a little higher, and it's up to us to try and figure out, well, can that actually be executed? Ebenfalls wurden die Dialoge kritisiert und ja... Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Das verstehen, glaube ich, alle Generationen. Darth Vader mag also keinen Sand. Cool. Doch auch rund um Star Wars passierte erneut so einiges. Hasbro. Muss hier einfach erwähnt werden, da der Deal immer noch stand. Neben dem Rebranding der Hauptreihe von Rot auf Blau erschienen auch hier wieder coole Spielzeuge. Star Wars Electronic Lightsabers. Und eben nicht so coole Spielzeuge. Alright, here we go, the battle. Let's see what happens. Yeah, come on, this is hot garbage. Lego Star Wars hatte nach dem Erwerb der Lizenzen einige Schwierigkeiten und konnte die Sets besonders in den frühen 2000ern nur in begrenzter Auflage produzieren. Wie langweilig. Was logischerweise eine ziemliche Goldmine kreierte. Fuck. Und zu guter Letzt
Videospiele. Waren etwas, was wir im Vergleich zur ersten Generation von Star Wars-Fans hatten und bereits in dieser Zeit waren sie legendär. 2005 war das Jahr, in dem eine weitere Trilogie ihr Ende finden sollte. Bereits vor Release waren die Regale in den Lego-Läden gefüllt mit den ikonischen Sets rund um den nächsten Film. Die Toys R Us-Abteilung brannte förmlich. Kann ich das haben? Klar doch. Im Fernseher lief zum ersten Mal Revenge of the Brick. Es wurden weltweit Conventions veranstaltet. Auf der 5. Jedi-Convention kamen am Osterwochenende über 1000 Fans der Filmreihe zusammen. Und alle warteten auf den einen Moment. George, du hast ein fiktives Universum für Generationen erschaffen. Es war ein langer Weg. In dem die Welt stillstand. Jetzt geh da raus und vollende dein Lebenswerk. Und sich alles um Star Wars drehte. In less than 3 hours, the long-awaited conclusion of the Star Wars epic comes to an end when theaters open their doors for the premiere of Episode 3, Revenge of the Sith. We're joined by George Lucas. How are you, sir? Enjoying your night? Fine. It's really great here. This is the loudest crowd yet. And more than 500 people are here. You see them here? They're lined up through the door and around the corner. We are just 2 hours away from Revenge of the Sith premiering here at midnight. Lasst uns das Finale einleiten. Ich habe dich ausgebildet, seitdem du ein kleiner Junge warst. Und du bist ein größerer Jedi geworden, als ich jemals hätte werden können. Auf Wiedersehen, alter Freund. Möge die Macht mit dir sein. Von nun an wirst du einen neuen Namen tragen. Darth Vader. Ich kenne dich nicht wieder. Du brichst mir das Herz. Ihr werdet sie mir nicht wegnehmen! Dein Zorn und deine Gier nach Macht haben das bereits bewirkt. Ihr habt sie gegen mich aufgehetzt! Das hast du ganz allein geschafft. Ich habe Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für mein neues Imperium geschaffen. Dein neues Imperium? Zwingt mich nicht, euch zu töten. Ich hasse euch! Wo ist Padme? Ist sie in Sicherheit? Du warst mein Bruder, Anakin. Geht es ihr gut? Ich habe dich geliebt. Und damit schließt sich der Kreis um die Geschichte des Auserwählten. Anakin Skywalker. Doch irgendwie markierte Episode 3 nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn einer Zeit, in der die Welt Star Wars stand. Was machte diese Zeit aber so besonders? Lasst uns im folgenden Segment eine Antwort auf diese Frage finden. Denn zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es nicht. Obwohl, vielleicht habe ich eine Vermutung. Vielleicht waren es die Morgen, an denen man beim Frühstücken anstelle einer mittelmäßig spielbaren CD Was ein Scheiß? plötzlich ein Lichtschwert-Kugelding in den Cornflakes hatte. Oder die Busfahrten zur Schule, die schneller vergingen, wenn man mit Freunden Top-Trumps-Karten verglich. Dunkle Seite 15. 9 von 10 Kindern haben immer die stärkste Karte nach oben geschmuggelt. 22. Vielleicht waren es aber auch die Schulstunden, in denen Langeweile so ziemlich alles Star Warsifiert hat. Oder doch der Sportunterricht? Bisschen coole Musik zum Aufwärmen gefällig. Ich weiß, was euch motiviert. Oder das Fahren auf dem Mattenwagen. Das Kämpfen auf einer umgedrehten Bank. Oder das Abfangen von Fallschaden plötzlich wie eine Szene aus Star Wars wirkte. Waren es die Pausen, in denen zukünftige Wertanlagen in Brotdosen zur Tausch-Tischtennisplatte transportiert wurden. Ich biete diese Rarität und warte auf Angebote. Und es ein Wunder war zu beobachten, wie unterschiedlich Force Attacks-Karten behandelt werden können. Tauschen wir? Oh my God. Oder die Reise zum Legoland, der egal in welcher Epoche nicht offensichtlicher machen konnte, wo die Star Wars-Abteilung zu finden war. Vielleicht war es auch Burger King. Und welches Spielzeug? Bei welchem es zu jedem Film das passende Spielzeug gab. Einer dieser Figuren mit viel zu großem Kopf, eine Uhr, dessen Armbänder sich drehen können, ein Backflip Yoda, ein C-3PO, der auseinanderfallen kann, ein Darth Vader, der schlagen kann, ein R2-D2, der fahren kann oder ein Chewbacca, der... keine Ahnung. Waren es eventuell doch die vielen Spielerlebnisse, die Star Wars uns im Rahmen des Universums bot. Mit Lego.
Hasbro. Oder zu unserer Zeit auch den digitalen Möglichkeiten, wodurch wir Star Wars Spiele auf dem Nintendo DS, dem PC, Das war Luke Skywalker. Ich bin Trask Ulgo, ein Fähnrich der republikanischen Flotte. der PlayStation 2, Geh aus dem Weg oder stirb. der Wii Verlieren wir keine Zeit, Snips. Ich bin direkt hinter euch, Sky Guy. Wiederholen wir die Grundlagen, bevor ich dich auf die Separatisten loslasse. oder auch der PlayStation 3 genießen konnten. Erhebe dich, mein Schüler. War es vielleicht die Werbung, Kommt Werbung. die uns dauerhaft daran erinnerte, wie cool dieser Franchise eigentlich ist? Blockbuster. Sein Leben, Es ist vorbei, Anakin. sein Leiden, sein Zorn. Nächsten Samstag bei Clone Wars. Wow, das ist wirklich ein großer Kreuzerknacker. Jetzt ist es dein Schicksal. Star Wars Episode 2 bis 6. Ab nächsten Freitag pro 7. Oder war es das Erlebnis, um 20:15 Uhr Super RTL einzuschalten und... Warte mal, so weit sind wir schon? Ja. Star Wars The Clone Wars erschien 2008 in den Kinos und darauf folgend als Serie. Es erzählt die Geschehnisse zwischen Episode 2 und 3 und leitete erneut eine neue Epoche des Rebrandings ein. Aber zurück zu Star Wars The Clone Wars. Vielleicht war es auch schlussendlich das Einschlafen vor dem Fernseher und dann irgendwann mitten in der Nacht vom DVD-Menü des Films geweckt zu werden. Ich weiß es nicht. Doch was ich weiß, ist, dass all das in der Vergangenheit liegt. Was ich mit all dem wirklich aufzeigen möchte, ist, dass Star Wars weitaus mehr als nur ein Franchise ist. Es ist praktisch eine Schnittstelle der Generation, bei welcher jeder von ihnen unter dem gleichen Franchise eigene einzigartige, aber doch ähnliche Erinnerungen gesammelt hat. Aber kann sich diese generationsübergreifende Schnittstelle auch ein drittes Mal bilden? Today, I am proud to announce The Walt Disney Company has acquired Lucasfilm Limited, the company behind the Star Wars franchise. That's right, George Lucas has signed over Lucasfilm to Disney. For $4 billion. a global entertainment company founded by George Lucas. You know, I made the decision to... And the home of the legendary Star Wars franchise. Sell the company, the Star Wars. Diese Frage lasse ich offen. Über die gesamten Monate, die ich an diesem Video gearbeitet habe, hat sich mein Abschnitt über Disney wöchentlich geändert. Was mit der Überschrift Der Downfall von Star Wars begann, ist jetzt eben das hier. Und versteht mich nicht falsch, bis auf einige Ausnahmen bin ich kein großer Fan vom Star Wars Werdegang. Aber desto mehr ich an diesem Video gearbeitet habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich gar nicht in der Lage bin, das zu beurteilen. Haben wir in unserer Kindheit irgendwas von der vielen Kritik der ersten Generation aktiv wahrgenommen? Nein. Und genau so wächst vermutlich genau jetzt eine neue Generation mit dem neuen Star Wars auf. Also dann, Kleiner. Festhalten. Welche dann in 10 bis 15 Jahren wahrlich beurteilen kann, wie es wirklich war. Star Wars ist eben mehr als nur das Storytelling, die CGI-Effekte und die Charaktere. Es ist für viele Menschen ein Teil ihrer Kindheit. Und das war die Geschichte von Star Wars. Oder vielmehr unsere Geschichte mit Star Wars. Wobei sich unsere diesmal auf keine spezifische Generation bezieht. Jemand, der seine Leidenschaft an die nächste Generation weitergegeben hat, tat dies sicher aus dem Grund, dass er selbst einzigartige Erinnerungen mit Star Wars verbindet und diese gerne weitergegeben hat. Wir waren alle mal Kinder und jedes Kind hat Helden. Und Star Wars ist scheinbar so zeitlos, dass es die Eindrücke über Generationen hinweg immer wieder neu aufleben ließ. Beenden wir dieses Video also, indem wir die Helden von Generationen hier verewigen. Ich hätte drauf kommen müssen, dass Vader nach eurer Pfeife tanzt. Ich habe euren fauligen Gestank schon erkannt, als ich an Bord gebracht wurde. Charmant bis zuletzt. Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugt. I'm glad that they gave me the opportunity to be able to come and do as much as possible. Jedes Mitglied des Ordens kannte Anakin Skywalker. Doch nur wenige erlebten, wozu er wurde.
Zweifellos kann dieser Wettstreit zwischen uns nicht durch unser Wissen und die Macht entschieden werden. You don't know the power of the dark side. I must obey my master. Für dich heißt es Hochmagistrat. I go to America and they all know me as Kenny Baker. You know, it always surprises me how many people do know me. It's great. Yeah?